Das Rhönrad ist mehr als Sportgerät. Oder als Surwheel mehr als Zirkusrequisit. Es ist jetzt auch mehr als Requisit in einem Theaterstück an der Münchner Schauburg, dem Theater der Jugend. Erst war der Fellini-Film da, das ist der Lieblingsfilm des Regisseurs, Beat Fäh. Der Film ist, also wenn man einen Film in ein anderes Medium, ins Theater adaptiert, muss man natürlich sehr aufpassen, wie man das macht. Jedes Medium hat ja eine eigene Gesetzmäßigkeit. Es ist ein Film, der für heutige Menschen eigentlich gar nicht so attraktiv ist, weil es alles Loser sind. Das sind ja alles, da ist kein einziger cooler Siegertyp dabei. Di Costanzo, Gelsomina. Freut mich. Prego, Signora. Professore, dottore, signore, professore, dottore, monsignore, maestro. Professore, dottore, signore, professore, dottore, calzone. Das spielt im Zirkusmilieu. Es sind schlechte Gaukler, schlechte Artisten, armselige Clowns, armselige Künstler. Und der Film heißt ja La Strada, also die Straße. Der Film heißt nicht im Zirkus, weil es ein poetisches Bild für Straße des Lebens ist. So, das war der Kosmos, mit dem wir uns beschäftigt haben. Einerseits Zirkus, einerseits diese Artisten. Das muss ja dann im Theater auch irgendwie nach Zirkus aussehen. Und dann so beim Hin- und Herreden, okay, ein Zirkusambiente im Theater, das ist ein bisschen so ausgelöllert und damit ist man auch noch nicht artistisch unterwegs. Also eine Figur, die 4 Meter über Manegenboden eine Trapeznummer hat. Wie kann man das erzählen, ohne eine schlechte, armselige Trapeznummer hinzukriegen? Hier oben ist Platz genug! Wenn jemand will, kann er kommen und sich dazusetzen! Plötzlich stößt die Menge einen entsetzten Schrei aus. Der Stuhl und der Tisch stürzen ins Leere. Matto beschreibt eine Drehung im leeren Raum und hält sich an der Balancierstange fest, die im Gleichgewicht auf dem Seil ruht. Nun macht er mit hochgestreckten Beinen einen Kopfstand. Matto gleitet schwerelos zu Boden, bahnt sich seinen Weg durch das Gedränge und steigt in sein Auto. Seine Partnerin sammelt unter den Leuten Geld. Und weil wir ein sehr sportliches, sehr körperfittes Ensemble haben und wir viele Bilder angeguckt haben und plötzlich tauchten diese Rhönräder auf. Auch so alte Bilder von Clowns in so Art Holztrommeln, die da sozusagen auf der Stelle laufen. Und dann war das ziemlich schnell klar, dass dieses Rhönrad eigentlich ein ganz tolles artistisches Gerät ist, weil es auch nicht so bekannt ist. Ich weiß auch überhaupt gar nicht, wie genau unser großartiger Regisseur, der hat es, glaube ich, irgendwo gesehen auch und hat dann gleich, und das kann er eben sehr toll, gleich begriffen, dass dieses Rad so wundervoll räumlich dynamisch funktioniert. Und die Zirkus, eine Arena, eine Zirkusrund so darzustellen und so kleinteilig, aber in 3 verschiedenen Größen auch zu arbeiten, fand ich wundervoll. Und natürlich ist ein Rhönrad ist auch wieder ein Bild für Fahren, ist auch ein Bild für Hamsterrad, kann auch, wie bei Fellini, die haben ja im Prinzip ist ja, glaube ich, eine Ape, so ein kleines Dreiradrutscherle, in dem die auch leben. Also wenn man es zudeckt, kann es auch ein Wohnraum sein. Und es sind natürlich viele unterschiedliche Orte, also eine Trattoria oder dieser merkwürdige Dachboden, wo dieses behinderte Kind versteckt wird. Das sind dann sozusagen wie eigene Spielorte. Osvaldo, schau mal, wer da ist. Das Zimmer ist halbdunkel. Osvaldo ist ein Junge von unbestimmbarem Alter.
ist bleich wie ein Schimmelpilz und liegt verkrampft und starr im Bett. 2 scharf blickende Augen sehen Gelsomina unentwegt an. Mach ihn lachen! Wer ist denn das? Das ist Osvaldo. Er ist gelähmt, er muss immer liegen. Die Trattoria ist das Restaurant, in dem diese Bewegung für mich immer so unterstützend ist, weil es eine eigene Dynamik hat und mein emotionales Empfinden dadurch anregt. Und 1 Liter Rot. In Ordnung. Das ist ja wie 3 Kollegen, die man besetzt. Passen die dazu oder welche Bilder kann man damit schaffen? Und es können nicht 6 Röhnräder sein, dann gibt es Verkehrsstau, der nicht mehr produktiv ist. Das Röhnrad ist für mich definitiv ein Kollege. Es hat so viele einen eigenen Willen, das ist ganz ungewöhnlich. Das ist sehr schön und aber sehr unberechenbar. Es ist mal so, mal rutscht es mir auf dem Boden, wenn es zum Beispiel glatt ist. Du merkst sofort, ob du auf Teppich bist oder auf Holz. Und mal schwingt es in eine Richtung, bei der man gedacht hat, da würde es nie von selbst hinkommen. Das heißt, das ist ein ziemlicher Widerpost. Also ich benutze es ja hauptsächlich als Ort, in dem ich mich, also einen Raum, das Röhnrad für mich kreiert, weil ich ja die meisten Szenen in diesem Rund habe eher so. Das ist ja für uns oder für mich mehr wie so eine Lupe. Die Schauspieler sind alle fest engagiert und wenn da jetzt so Talking Heads nennen wir das immer, also Schauspieler, die nur hier oben funktionieren und unten wie so Kartoffelsäcke sind, dann kann man so eine Idee vergessen. Ich habe die Rolle bekommen, obwohl ich Turner war wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Es ist so, es ist schön, wenn du mal Sport gemacht hast. Du kannst alles verwenden. Es hilft mir auch sehr im Röhnrad, weil ich eine gewisse Spannung im Körper habe. Das ist für mich nichts Neues. Weil im Geräteturm musst du auch immer auf Spannung sein, sonst wird es gefährlich. Für Schauspiel ist es aber kontraproduktiv. Ich habe die ersten Jahre im Studium gelernt, mich zu entspannen. Und erst mal wirklich begreifen müssen, was es heißt, loszulassen und dem ersten Impuls zu folgen. In meiner Schauspielausbildung komme ich eigentlich vom Musical. Viel gesungen, viel getanzt. Und das hilft vielleicht ganz gut, sich mit so einem dynamischen Gerät irgendwie da anzufreunden, sich auch zu Hause zu fühlen. Und wir haben uns halt zugetraut, dass die Schauspieler so viel damit lernen, dass man sich damit auf die Bühne wagen kann. Weil im Theater ist es natürlich immer ganz blöd, wenn man die Angst des Schauspielers vor so einer Nummer sieht. Wir haben zuerst, bevor wir die Rollen gearbeitet haben, an dem Röhnrad trainiert. Einfach um zu gucken, was wir überhaupt machen können. Weil wir hier auch einen ziemlich kleinen Bereich haben. Also vieles geht gar nicht, weil wir nicht so lange laufen können mit dem Rad. Und der Regisseur wollte wissen, was für Figuren eigentlich möglich sind. Und dann haben wir die später erst dann begleitend in die Rollen mit hineingenommen. Die Dinge, die wir ausprobiert haben und letztendlich in der Vorstellung gelandet sind, ist ja ein Mini-Bruchteil. Wir haben ja versucht, sehr viel virtuoser damit umzugehen. Aber der Platz reicht nicht und der Inhalt geht natürlich vor. Aber das würde ich gern probieren. Wir können auch nur das machen, was wir mit der Trainerin, mit der Monika Fettbrückner, was wir mit der erarbeiten und wo alle sicher sind. Als wir da mit allen Kollegen auf der Bühne waren, ist einem aufgefallen, dass man sehr aufpassen muss, wenn irgendjemand mit dem Röhnrad arbeitet, dass man nicht dem anderen über den Fuß fährt. Was auch vorgekommen ist, oder man ist sich selbst über die Hand gefahren, das ist einem Kollegen passiert. Und das tut ziemlich weh. Wenn 3 Röhnräder dann nebeneinander hier auf dem Bereich liegen und hochgedreht werden. Also erst einmal flach liegen und man sie dann gemeinsam hochdreht. Und dazwischen noch Leute gehen müssen, dann ist das manchmal ziemlich gefährlich. Publikumsreaktion ist riesengroß, wobei wir selber gar nicht so genau wissen, warum. Also das ist ja ein alter Schwarz-Weiß-Film. Das ist ja ein Film für meine Generation, also die 60-Jährigen. Ja, und natürlich Filmemacher, weil es natürlich ein Klassiker ist. Aber es ist ja im breiten Publikum jetzt nicht so ein Film, den man noch präsent hat.
Ein Schluchzer dringt aus seiner Brust und erschüttert ihn. Zappanò, vai!